meine Lieben, könnt ihr noch euch daran erinnern, dass ich aus Brennholz ein Kantholz mit der Bandsäge geschnitten habe, mit einer Schablone? Das haben wir jetzt rechtwinklig und jetzt müssen wir es noch abplanen, gerade machen. Ja, ich weiß, hier sind ein paar Löcher drinne von Würmern und von Schädlingen, aber kann man trotzdem noch ein schönes Projekt draus machen. Jetzt ist das natürlich so kurz, dass es auf der Abrichte und dicken Hobel funktioniert nicht. Deshalb nehmen wir die CNC-Fräse und planen alle 4 Seiten jetzt ab. Jetzt habe ich mir den Maschinenschraubstock hier drauf gespannt mit meinen Niederhaltern. Und jetzt können wir das Kantholz einfach hier reinlegen. Ein bisschen nach unten drücken und dann schrauben wir das einfach fest. Schön festmachen, nicht dass es um die Ohren fliegt. So, ich habe jetzt in die Maschine schon einen 16 mm Zweischneider eingespannt und mit Library-Cat einfach ein Viereck programmiert und in STLCam übertragen. Und ja, das fräsen wir jetzt mal plan. Dann drehe ich es rum und dann fräsen wir die andere Seite. Mal gucken, wie das dann wird. So, ich möchte das gerne mal probieren. Ich habe jetzt das ganze Licht ausgemacht, weil ich habe an der CNC-Fräse immer, egal wie ich Licht und technisch, es ist immer nur am Blenden und ich glaube sogar ganz ohne Licht ist es, glaube ich, sogar besser. Man sieht es einfach besser. Wenn ich jetzt das LED-Licht anmache, es wird nur schlechter. Es blendet. Ich weiß auch nicht. Und hier oben drauf habe ich ja, ich habe über der Fräse auch eine LED-Röhre. Wenn ich die anmache, das zeige ich euch mal. Ich finde es auf der Kamera dann noch schlechter. Komischerweise. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ich es in Zukunft besser machen kann. Die Runde machen wir mal komplett ohne Licht. Mal gucken, ob das so auf der Kamera kommt so besser rüber. Maschine ist eingerichtet und das planen wir jetzt mal ab. Ich lasse die Absaugung extra mal ab, dann seht das besser. Und dann probieren wir mal. Mal gucken, ob wir mit der CNC-Fräse auch schön plan hobeln können. Drücken wir mal auf Start. Oh, der Fräser ist sehr, 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 sehr stumpf. Sehr stumpf. Er qualmt ein bisschen, aber es ist trotzdem schön gerade. Ich will mir mal in Zukunft eine Diamantplatte bestellen, wo ich die Fräser selber mit schärfen kann. Das zeige ich euch dann auch mal, ob das funktioniert. Ich habe zwar Schleifsteine, aber ich komme bei den Zweischneidern gar nicht hinter die Kanten rein. Und mit dem mit einer Diamantschleifplatte soll das einigermaßen gehen. Das probieren wir dann auch mal aus. So, jetzt wenden wir das Holz einfach. Wir lösen das mal hier. Dann zeige ich es euch. Ja, wir haben sogar leichte Brandmarken drin. Nicht schön. Vielleicht muss ich es auch ein bisschen langsamer stellen, aber es ist wirklich total gerade. Ich hoffe, man sieht das. Ich denke schon. Jetzt machen wir die andere Seite. Hier sieht man auch von der Bandsäge noch das Sägeraue, den Schnitt. Spannen wir uns das wieder ein, ungefähr in die Mitte.
Machen das wieder schön fest. So. Jetzt müssen wir natürlich die Z-Achse neu abnullen. Dann nehmen wir unsere Fernbedienung. Dann bin ich näher am Werkstück. Jetzt fahren wir die mal so ungefähr aufs Werkstück. Ich könnte es auch antasten mit der Tastplatte, aber so genau. Ob der jetzt nur 1,5 mm oder 1,7 mm oder 2 mm abnimmt, spielt eigentlich keine große Rolle. So, lassen wir mal. Jetzt machen wir die Z-Achse, nullen wir ab. Ich stelle sie noch mal ein bisschen langsamer und dann fräsen wir die Seite. Und Leute, zieht euch eine Brille auf. Ich habe immer eine Brille auf. Einfach zur Sicherheit. Wenn wirklich mal was wegfliegt oder gerade von den Billigfräsern, von dem Planfräser, das ist ja, sagen wir mal, wirklich ein Billigfräser, wenn mal so eine Schneide wegfliegt, zieht euch eine Brille auf. Mir sind schon so viele Fräser abgebrochen, die dann hier einmal quer durch die Werkstatt durchgeschossen sind. Besser ist es. So, das sieht doch schon viel besser aus. Und jetzt messen wir mal. Jetzt sollte das eigentlich schon genau gleich sein. 5,6 mm. Und hier haben wir 5,6 mm. Die andere Seite 5,6 mm. Ja, knapp 6 mm, aber schon super. So, jetzt fräsen wir die anderen beiden Seiten. Die Seite und die Seite. Ich schreibe jetzt kein neues Programm. Also der wird jetzt eine Runde in der Luft rumfräsen, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Weil die Fläche ist jetzt schmaler, kleiner als die Fläche. Aber eigentlich passt. Schön ein bisschen Staub rausmachen. Jetzt merkt man, es kippelt noch ein bisschen. Wir können noch erst die andere Seite fräsen. Ja, da liegt es besser auf. Schön festmachen. So. Jetzt müssen wir natürlich unsere Z-Achse wieder neu abnullen. Ich fahre erstmal ein bisschen hoch. Ziemlich in die Mitte. Da sitzt er auf. Fahren wir wieder ein bisschen hoch. So. Jetzt nullen wir die Z-Achse wieder ab und dann fräsen wir weiter.
Brille auf. Ja, hat doch super geklappt, nur der Fräser ist wirklich total stumpf. Ich sehe vom Weiten schon, dass er ja, totale Brandspuren macht. Jetzt drehen wir das Werkstück wieder um. Der Fräser ist am Ende. Aber es ist wirklich komplett plan, komplett gerade. Man merkt wirklich keine Rattermarke oder sonst, obwohl der Fräser so schlecht ist. Hier ist ein bisschen heiß geworden. Aber das würde ich mit Abziehklinge mal drüber ziehen und dann ist das gut. Oder am Bandschleifer nochmal drüber gehen. So, jetzt machen wir die letzte Kante. Dreck ein bisschen rausmachen. Schön festmachen. So, die Fräse wieder drüber fahren. Holen wir uns wieder den Nullpunkt ungefähr. Jetzt ist er fest. So. Ungefähr. Z-Achse wieder abnullen. Und dann können wir schon wieder starten. Ich fahre noch mal ein bisschen höher. So. So, jetzt sollten wir ein komplett gerades, rechtwinkliges Kantholz haben. Hier riecht es ganz schön nach verbranntem Holz. Ja, es wird Zeit für neue Fräser. Jetzt messen wir alles nochmal. Hier haben wir 6,7 ungefähr. Hier haben wir 6,7. Ne, 6,6, Entschuldigung.
6,66 so ein bisschen, ja. 6,6 so ein bisschen. 6,6. Hier haben wir 5,6. 5,6, passt ganz genau. Wir können das natürlich auch gleich so fräsen, wie wir uns das Kantholz halt wünschen. Ne? Geht natürlich auch. Machen wir halt mehrere Durchgänge. Das wäre auch kein Problem. 5,6. Hier ist minimal schwächer, knapp 5,6. Gut, das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Auflage. Aber ich finde es mega, ne? Für sowieso kleine Projekte einfach mal die Hobelmaschine drinnen lassen. Ich hätte das abrichten können, so ein kurzes Stückchen. Ja, aber durch die dicken Hobel kriege ich es nicht. Weil die Wellen von dem dicken Hobel das Holz gar nicht packen können. Die eine Seite kommt rein, schiebe ich es rein. Hier ist die Druckwelle und die andere Seite packt es gar nicht. Das heißt, ich habe keine Führung. Also ich hätte nur Hobelschläge drinne, Tiefe, also es wird nicht funktionieren. Ein super Tipp. Und da kann man doch noch schön ein Projekt mitmachen, eine Schale fräsen oder ja, tausend andere Sachen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bitte, wenn es euch gefallen hat, abonnieren und einen Daumen hoch. Ich danke euch. Ciao, macht's gut.